TED-Vorträge enthalten oft eine zentrale Idee, einen Schlüsselgedanken. Und ich habe Ihnen einen solchen Schlüsselgedanken mitgebracht, eine zentrale Idee. Meine zentrale Idee ist, wenn ich über das Zuhören nachdenke, wenn ich über das Zuhören spreche, der Mensch hat zwei Ohren. Was sagen Sie jetzt? Der Mensch hat zwei Ohren. Vielleicht können Sie mit einem kleinen Atemzug die Tiefe dieser Idee einen Moment lang nachspüren. Sie sind höflich. Sie zögern. Also, wenn das die Idee eines TED-Talks sein soll, dann würde ich vielleicht vorsichtig auf den nächsten Speaker hoffen. Denken Sie vermutlich höflich, wie Sie sind, meine Damen und Herren. Ich kann nur sagen, einen Moment bitte. Ich will Ihnen die Idee von den zwei Ohren erläutern, in Gestalt einer kleinen Geschichte. Das Jahr 2000. Im Jahre 2000 wird der katholische Pater Klaus Mertes Rektor des Canisius-Kollegs in Berlin. Das ist ein Gymnasium, geführt von Jesuiten. Und er stürzt sich mit großer Begeisterung in diese Aufgabe, Schulleiter zu sein. Und doch, nach kurzer Zeit merkt er, irgendwie rumort ein Geheimnis in den Gemäuern dieser Schule. Manchmal, wenn man von einem bestimmten Priester spricht, dann wird es ganz still oder dann gibt es Andeutungen. Manchmal Andeutungen von Gewalt, manchmal Andeutungen von so etwas wie Missbrauch. Und Pater Klaus Mertes entscheidet sich, und das ist eine fundamentale Entscheidung, zuzuhören. Und er fragt die Schüler, die älteren Schüler, ja sagt mal, wenn ihr hier wieder an die Schule kommt, war da was? Und wer von euch ist heute da? Und wer ist nicht da? Und warum ist er nicht da? Pater Klaus Mertes kreiert durch diese Fragen ein Feld des Zuhörens, des echten Zuhörens. Der 10. Januar 2010, da sitzen 3 Männer bei ihm im Büro. 3 Männer, die davon erzählen, wie man sie missbraucht hat vor 30 Jahren. 3 Männer, die davon erzählen, wie man sie geschlagen hat und geprügelt und gedemütigt auf eine Weise, die einen Menschen im Letzten brechen kann. 2 Stunden geht dieses Gespräch. Und irgendwann sagt Pater Klaus Mertes, ich glaube euch. Und er setzt sich hin und schreibt wenige Tage später einen Brief an 600 Schüler und er sagt ihnen, dass er sie um Verzeihung bittet und dass es ihm leid tut. Und dass er die anderen bittet, die nicht gesprochen haben, zu sprechen und dass er jetzt zuhören wird. Und dann, wenige Tage darauf, erscheint dieser Brief, irgendjemand hat ihn in einer Zeitung gegeben, in einer Berliner Zeitung, und dann explodiert die ganze Geschichte und sein Telefon steht nicht mehr still. Und manchen Tagen bekommt er Hunderte von Mails von Menschen, die ihm in aufgewühlter Weise danken. Mails von Menschen, die man missbraucht hat, am Canisius-Kolleg oder anderswo. Pater Klaus Mertes erlebt etwas, was man den Dominoeffekt des Zuhörens nennen könnte. Er hat interveniert, er hat wirklich zugehört und er hat durch diesen Akt des Zuhörens die kommunikativen Spielregeln des gesamten Systems elementar verändert. Und dann, meine Damen und Herren, was geschieht dann? Es gibt auch Anfeindung, es gibt Hass, es gibt eine Ordensschwester, die sagt, bevor sie gewissermaßen in einem Treffen zusammenbricht, was tut Pater Klaus Mertes uns an? Und es gibt Priester, die ihn beschimpfen und sagen, niemand tut hier sowas, ich will diese Schweinereien nicht hören. Verstehen Sie? Das ist die Idee von den 2 Ohren. Ich glaube, wir haben ein Ich-Ohr und wir haben ein Du-Ohr. Und Pater Klaus Mertes hat, und darin besteht seine Leistung, angefangen nach 30 Jahren Verdrängung, Vertuschung am Canisius-Kolleg mit dem Du-Ohr zuzuhören. Mit dem Ich-Ohr, wen hören wir da? Da hören wir uns selbst. Da hören wir unsere eigene Matrix der Weltwahrnehmung, die als Filter funktioniert. Da fragen wir zunächst, ja, stimmt das nach meiner Auffassung? Ist es aus meiner Sicht plausibel, wahr, überzeugend? Das heißt, das eigene System der Urteile und Vorurteile funktioniert dann als ein Filter. Das ist das Ich-Ohr, meine Damen und Herren, die egozentrische Aufmerksamkeit. Und dann das Du-Ohr,
Die andere Frage, die nicht egozentrische Form der Aufmerksamkeit. In welcher Welt könnte das, was der andere mir gerade entgegenbringt, in seiner Schönheit, in seinem Schrecken, in seiner Fremdartigkeit, stimmen, wahr sein? Sehen Sie, das ist die Idee der beiden Ohren. Aber warum ist es so schwer, vom Ich-Ohr zum Du-Ohr zu kommen? Warum ist es so schwer, zuzuhören? Ich sehe 3 Gründe. Der erste Grund ist der äußere Lärm. Das Gebimmel, das Getrommel, die Tweets, die Postings, die Push-Nachrichten, all dies. Diese fantastische E-Mail irgendeines mir noch unbekannten brasilianischen Anwalts in einer noch ungeklärten Erbschaftsangelegenheit. Ich muss nur ganz schnell reagieren, um dann ganz schnell ganz reich zu werden. All dies. 88 Mal schaut jeder von Ihnen durchschnittlich pro Tag auf sein Smartphone. Das ist nicht schlimm. Das macht nur etwas mit uns. Das heißt, dass die Reservate der Stille irgendwie kleiner werden, dass sie schwinden. Der äußere Lärm ist die erste Zuhörblockade. Die zweite Zuhörblockade, der zweite Grund, warum Zuhören aus meiner Sicht so schwer ist der innere Lärm. Der innere Lärm in Gestalt von vielen Stimmen, einem großen Geschnatter, der ängstlichen Stimme, um Gottes Willen, das will ich nicht hören. Der Stimme, die arrogant ist, dünkelhaft, das weiß ich doch längst. Der Stimme, die endlich mal selbst vorkommen wollte und vorkommen will und die dann sagt, du, ich habe da neulich etwas erlebt. Sprungbrett zuhören könnte man diese Form des Zuhörens nennen. Die Geschichte des anderen als Anlass, um eine vermeintlich oder tatsächlich viel bessere Geschichte zu erzählen. Der innere Lärm. Und der dritte und letzte Grund, warum das Zuhören so schwer ist, besteht in einer schlechten Nachricht. Wie sieht diese schlechte Nachricht aus? Nun, die schlechte Nachricht lautet, Menschen sind widerspruchsfeindliche Wesen. Menschen mögen keine Dissonanz, Menschen sehen sich nach kognitiver Harmonie, Menschen lieben ihre eigenen Urteile, Menschen lieben ihre eigenen Vorurteile. Die Widerspruchsfeindschaft des Menschen ist die dritte Zuhörblockade. Meine Damen und Herren, ich bin Medienwissenschaftler und ich beschäftige mich in meinem Alltag mit einem Schwerpunkt im Bereich der Skandalforschung damit, wie eigentlich Empörungskommunikation funktioniert, wie Skandale zustande kommen. Und bei dieser Arbeit der Erforschung von Affären ist mir etwas sehr Interessantes aufgefallen, nämlich jeder Skandal beginnt damit, dass man Hinweise überhört, dass man Warnungen ignoriert, dass man etwas nicht wahrnimmt. Die Ursache jedes Skandals ist fehlendes Zuhören im System, meine Damen und Herren. Bevor der VW-Konzern ein paar Milliarden vernichtet hat, bevor ein paar Leute mit der Fähigkeit, eine Betrugssoftware zu entwerfen, diesen Konzern an den Rand des Abgrunds manövriert haben, gab es Warnungen im System. Vorsicht, können wir nicht machen, ist illegal, zu riskant, sollten wir nicht tun, wir müssen aufpassen. Bevor Bradley Manning, heute Chelsea Manning, zu einem weltbekannten Whistleblower wurde, bevor er eine 250.000 Dokumente an Wikileaks schickte, da hat er versucht, im System zu warnen, einen Fehler offenbar zu machen. Was hat sein Offizier zu ihm gesagt? Shut up, halt's Maul, mach dich an die Arbeit, interessiert mich nicht. Das war sein Schlüsselerlebnis. Dann, so sagt er, sei alles ins Rutschen gekommen. Die Ursache jedes Skandals ist das fehlende Zuhören im System. Letztlich die Widerspruchsfeindschaft des Menschen. Diese Widerspruchsfeindschaft des Menschen ist mir besonders deutlich geworden an einem großen Medienskandal, der in den 80er Jahren des vergangenen Jahrhunderts in Deutschland für Aufsehen gesorgt hat. Der eine oder andere wird sich noch erinnern, die Hitler-Tagebücher. Die Illustrierte Stern, die mit großem Tamtam veröffentlicht, Hitlers Tagebücher entdeckt. Das Komische, das Absurde war, dass es eigentlich von Anfang an zahlreiche Indizien gab, dass die Tagebücher nicht echt waren, dass sie gefälscht sein mussten. Niemand hatte Hitler jemals Tagebuch schreiben sehen. Er galt als ausgesprochen schreibfaul. Der Mensch, der Informant beim Stern, der Rechercheur, der all diese Kladden, 9 Millionen Mark teuer damals
anschleppte, hatte einen regelrechten Nazi-Tick. Auch das war in der Redaktion bekannt. Keineswegs eine neutrale, eine objektive Quelle. Das Absurdeste aber war, dass auf den Tagebüchern, wenn man genauer hinschaute, die Namensinitialien FH prangten anstelle von AH. Also FH statt AH für Adolf Hitler. Ich will Ihnen Ihr Augenmerk auf eine Schlüsselszene lenken. Der Tag der Redaktionskonferenz beim Stern. Man hat mit großem Rummel diese Tagebücher veröffentlicht. Die Chefredaktion hat sich zu der absurden Bemerkung hinreißen lassen, nun müsse aufgrund dieser Sternveröffentlichung die deutsche Geschichte umgeschrieben werden. Und man sitzt da morgens bei der Redaktionskonferenz zusammen und Stunde um Stunde wird die eigene Konstruktion löchrig. Stunde um Stunde verdichten sich die Zweifel an der Echtheit der Tagebücher. Am Morgen hat eine Boulevardzeitung mit der Geschichte aufgemacht, dass da ja leider FH auf den Tagebüchern steht und nicht AH. Und jemand in der Redaktionskonferenz fragt erregt nach diesen komischen Initialien auf den Tagebüchern, wie man sich das erklären könnte. Was sagt der Chefredakteur? Der Chefredakteur sagt, nun ja, darüber hätte sich auch Adolf Hitler selbst schon aufgeregt. Ja, das hätte auch ihn schon geärgert. Was ist die Botschaft? Einwände sind unwichtig. Wir machen jede kognitive Verrenkung, die wir überhaupt machen können, um alles irgendwie passend zu machen. Um nicht zu hören, was wir hören sollten. Ich will zusammenfassen. Eine kurze Zwischenbilanz. Der äußere Lärm, der innere Lärm, die Widerspruchsfeindschaft des Menschen. All das macht das Zuhören schwierig. All das macht es schwer, vom Ich-Ohr der eigenen Selbstüberzeugtheit zum Du-Ohr der nicht egozentrischen Aufmerksamkeit überzuwechseln. Aber wie kann das doch gelingen? Wie kann man doch echtes, wirkliches Zuhören praktizieren? Ich will Ihnen schon in der Zielgeraden 4 Prinzipien nennen. Keine Rezepte für alle Fälle, ganz gewiss nicht, denn die kann es nicht geben. 4 Prinzipien. Das erste Prinzip: Man muss lernen, die äußere und die innere Stille zu dämpfen. Niemand kann zuhören, wenn das eigene Handy konstant vibriert, Push-Nachrichten sendet. Niemand kann zuhören in einem Zustand der inneren Erregung oder der Abwehr. Das zweite Prinzip: Es gilt, Stille auszuhalten. Nicht zu schnell zu reagieren mit den eigenen wahnsinnigen Vorschlägen, den guten Ideen, wie sich das Leben des anderen, der von sich da erzählt, vielleicht verbessern ließe. Es gilt, eine Stimmung der Entfaltung und Ermöglichung entstehen zu lassen, die echtes Zuhören auszeichnet. Es gilt drittens, die eigenen Urteile und Vorurteile, die Matrix der eigenen Überzeugung zu reflektieren und sie, soweit irgendwie möglich, zumindest ein bisschen auf Distanz zu lassen. Und nun das 4. und letzte Prinzip, für mich das Wichtigste: Es gilt zu lernen, mit Überraschungen zu leben. Echtes Zuhören bringt einem Dinge entgegen, spült einem Geschichten entgegen, mit denen man nicht gerechnet hat. Echtes Zuhören bedingt und erzeugt eine Form des Miteinander, die nicht planbar ist. In diesem Sinne verstanden ist Zuhören eine Haltung, eine Form der Existenz, eine Art und Weise des Lebens selbst. Mit Überraschungen leben lernen. Ich will versuchen, dieses letzte und 4. Prinzip noch einmal anders zu fassen, es zu variieren. Es lautet dann: Glauben Sie manchmal auch dem Clown? Was meine ich damit? Nun, der Clown, meine Damen und Herren, ist eine Figur aus einer Geschichte des dänischen Philosophen Søren Kierkegaard. Und der Clown ist natürlich die Figur, die wir sofort intuitiv, blitzschnell einordnen, von der wir immer wissen, was sie uns sagen wird. Die Ultrakurzformel der Arbeitsplatzbeschreibung eines Clowns heißt doch: Ist doch alles nur ein Joke, ist doch nicht ernst zu nehmen. Wie geht die Geschichte von dem Clown? Die Geschichte von dem Clown, die Søren Kierkegaard erzählt, geht folgendermaßen. Da ist der Clown und das Zirkuszelt fängt Feuer. Und der Zirkusdirektor sagt: Los, jetzt müssen alle löschen. Und du, der Clown in voller Montur, du rennst ins Dorf. Und du holst sie alle, damit die Felder nicht anfangen zu brennen. Und damit nicht alles in einem Flammenmeer
aufgeht. Und der Clown, der rennt ins Dorf. Und er sagt, los, es ist Feuer, kommt zum Zirkuszelt, ihr müsst uns helfen, sonst gehen wir alle unter. Und er kniet nieder und er weint und er fleht und er sagt, ihr müsst kommen. Und die Dorfbewohner, wow, was für eine super witzige Performance. Mann, dieser Clown ist ein Werbegenie. Wie kann der das schaffen, uns auf diese raffinierte Weise zum Zirkuszelt zu locken? Nein, wir haben noch ein wenig Zeit. Das Ich-Ohr der eigenen Überzeugung bestimmt, was diese Leute hören können, bevor die Flammen da sind. Meine Damen und Herren, das ist meine zentrale Botschaft. Glauben Sie manchmal auch dem Clown, dieser Figur des Erwartbaren, die vielleicht morgen schon etwas gänzlich Unerwartetes sagt. Haben Sie vielen Dank für Ihr Zuhören. Dankeschön. Danke.